Mit dem Zug fahren wir von Jakarta 6,5 Stunden nach Yogyakarta. Yogyakarta, oder von den Einheimischen auch liebevoll Jogja genannt, ist kulturelles Zentrum Indonesiens. Es ist kurz, es ist explosiv, aber es ist richtig gut. Die Zugfahrt war sehr angenehm, da wir unbeabsichtigt mit der besten Klasse gefahren sind. Wir sind jetzt in Jogja mit dem Zug angekommen, also in Yogyakarta. Ja, hier mitten in der Innenstadt und jetzt gehen wir erstmal ein Haus besuchen. Genau, davor vielleicht noch was essen. Soße, sehr geil. Die Soße ist echt lecker. Wir wurden auch schon echt herzlich begrüßt hier. Ganz cool. Jetzt haben wir was. Frisch gestärkt geht es auf die bekannteste Einkaufsstraße Jogjas. Jetzt geht shoppen. Mit Backpack? Was uns sofort auffällt, da wir aus dem eher dreckigen Jakarta kommen, die Straßen hier sind extrem sauber und es fahren nicht nur Autos und Roller umher, sondern auch Pferdekutschen. In der Mall Malioboro werden Shoppingträume wahr. Dort haben wir eine riesige Auswahl internationaler Marken. Wir waren dort, um mir eine neue Hose zu besorgen. Na, Shopping Queen? Hey. Ich finde einfach nichts in meiner Größe. Also wenn man hier was anderes wie Kleidungsstücke sich kauft, wir haben jetzt einen Geldbeutel und einen Gürtel ausgesucht, kriegt man hier ein Ticket, mal wird es draufgeschrieben und dann kann man es an der Kasse abholen. Wir checken spontan im Duty Guesthouse ein. Diesmal hatten wir noch kein Hotel vorgebucht und wollten eigentlich ein anderes Hotel. Dieses war dann bei Ankunft aber schon ausgebucht. Also beim nächsten Mal doch lieber wieder einen Tag davor buchen. Aber auch das Duty Guesthouse ist absolut zu empfehlen. So, ein ganz simples Hotelzimmer, aber sehr sauber. Das ist immer das Wichtigste. Oder? Zufrieden? Ja, es sieht gut aus. Und es riecht auch sehr gut und das ist hier in Indonesien bisher, zumindest was wir in Erfahrung gefunden haben, sehr viel wert. Wir sind jetzt gerade schon ein bisschen erschlagen, es ist einfach alles ein bisschen anstrengend bei der Hitze und jetzt gönnen wir uns erstmal eine Abkühlung. Wir sind jetzt noch auf der Jalan Malioboro und gehen noch was essen. Schauen uns ein bisschen um. Auf der Jalan Malioboro ist wirklich jeden Abend irgendwas los und hier werden euch Live-Musik und kleine Auftritte geboten. Damit ihr auch nicht verhungert, bieten hier unzählige Streetfood-Verkäufer ihr Essen an. Das Beste daran, wenn sie ihren Platz wechseln, wird einfach hart und gut und der heiße Grill auf den Kopf gepackt, woanders hingetragen und wieder der Platz neu aufgebaut. Irgendwie absolut verrückt. 137,000. Very crazy. Ja. Natürlich gibt es auch unzählige Restaurants. Wir genießen hier jetzt eine Reissuppe und unzählige unterschiedliche Satay-Spieße. Das ist so gut. Guten Morgen.
Also wir haben jetzt unseren ersten vollen Tag hier in Yogyakarta. Wir haben uns überlegt, einen Roller zu mieten, da hier der Verkehr sehr viel besser ist als in Jakarta und auch viel weniger los. Genau, und dadurch, dass viele Sachen hier in Yogyakarta auch ein bisschen außerhalb sind, also gerade die Tempel und so, haben wir uns gedacht, wir mieten uns einen Roller für einen relativ niedrigen Preis. Aber jetzt mal schauen, wir laufen jetzt rüber. Wir versuchen, den Vermietungsladen zu finden, ist gar nicht so einfach. Until the first or until 13? Until 13. Total is 160. Es wird empfohlen, Fotos oder Videos vom Roller zu machen, um Kratzer nachweisen zu können. Aber schlussendlich hat es nie jemand interessiert oder irgendjemand hat irgendwas kontrolliert. Ein Hinweis von uns: Achtet auf die Tankanzeige, wenn ihr einen Roller mietet, da es hier nicht üblich ist, dass der Tank immer voll ist. Es kann auch gut sein, dass ihr einen Roller mit einem leeren Tank vermietet bekommt. Den könnt ihr dann natürlich auch genauso leer wieder zurückgeben. Einfach immer schön mal links fahren, dass die andere nicht überholen können, genau, eben. Nicht vom Hupen erschrecken lassen. Und ja, der hat ein bisschen mehr Gas wie unsere, also. Okay, wir fahren im Linksverkehr. Wir fahren Linksverkehr. Erste Rollerfahrt überstanden. Genau, war ganz angenehm, muss ich sagen. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt im Linksverkehr, aber bisher geht es ganz gut. Ich muss es aber noch nicht so häufig in großen Kreuzungen, an großen Kreuzungen abbiegen, deshalb mal sagte, aber bisher ging es eigentlich ganz gut. Wir sind jetzt hier am Palast. Wir essen jetzt noch was, wir frühstücken was. Unsere Kaffee sind gerade gekommen. Und genau, und dann schauen wir uns den Palast an und Umgebung. This nasi telur. This is sambal. Okay. Sambal. Okay. Spicy. You like spicy? Little. In Indonesien ist Sambal nicht wegzudenken und mit der Zeit haben wir uns auch an die Schärfe gewöhnt. Der Sultanspalast ist nicht nur ein Überbleibsel aus damaliger Zeit, sondern Yogyakarta hat wirklich einen Sultan, der hier immer noch lebt. Hat irgendwie so was Stilles hier, finde ich. Ich kann verstehen, dass die Leute den Ort mögen. Wir sind hier immer noch im Sultanspalast. Hier gibt es ein paar Puppenmacher, die so Schattenpuppen herstellen. Und da hat uns jetzt gerade einer ein bisschen was erklärt, ein bisschen was gezeigt. Die sind unglaublich schön, wirklich sehr bunt. Und er hat uns ein bisschen erklärt, so die Bedeutung von den ganzen Ornamenten und wie die Puppen selber aufgebaut sind. Die nächste Show ist leider erst wieder am Dienstag, deshalb weiß ich nicht, ob wir es schaffen werden, eine tatsächlich zu sehen. Also auch gesagt, es gibt auch unterschiedliche, also es gibt welche, die sehr, sehr lange gehen, also wirklich 8-9 Stunden teilweise. Die beginnen dann abends um 7 und gehen dann bis morgens um 5 oder so. Deshalb nicht so ganz unserem Zeitplan freundlich, aber trotzdem sehr schön, sehr beeindruckend hier. Und auch mega cool, alles absolut kostenlos. Er hat gemeint, man muss hier nichts bezahlen, das ist im Ticket inkludiert, also ist mit drin. Das heißt, wenn ihr hier seid im Palast, schaut es euch definitiv an. Es ist auf jeden Fall das Ganze wert. Hier gibt es auch tägliche Auftritte von traditionellen Tanzgruppen. Wir fanden jetzt das Maskentheater hier schon interessant, aber es ging auch sehr lange und war auch so ein bisschen monoton. Für uns geht es jetzt erstmal weiter. Jetzt geht es zum sehr bekannten Wasserschloss Taman Sari. Taman Padehan Kemantren Sabon. Mekaten
Pawakos lalayu punika katuraken ugi dadosaken kawuningan. Dumateng sedaya salah kadang. Was in Indonesien übrigens auch dazu gehört, ist der ständige Gebetsgesang, der durch Mikrofone hallt. Das Wasserschloss selber, also das Taman Sari, ist ganz in der Nähe vom Palast. Also zu Fuß ist es nicht weit. Wir sind mit dem Roller rübergefahren, deshalb mussten wir ein bisschen Umweg machen, aber es ist wirklich nicht weit vom Palast. Also auf jeden Fall auch auschecken. Hier ist wieder der Geruch, der uns die ganze Zeit verfolgt. Sophie kann den gar nicht leiden. Der ist hier im Wasserschloss auch. Ein bisschen spooky. Wir gehen noch ein bisschen das Viertel ins Wasserschloss anschauen. Also das Wasserschloss ist ganz hübsch, aber nicht allzu groß. Aber auch das ganze Viertel drumherum ist eigentlich ziemlich cool. Kann man so ein bisschen durchlaufen. Es gibt Street Art und auch noch so ein zerfallenes Gebäude irgendwie, auf dem man ein bisschen sich umschauen kann. Und ja, aber jede Menge Leute wollen auch eigentlich hier überreden, irgendwo hinzugehen. Muss man ein bisschen aufpassen. Und wenn man natürlich mitgeht, dann einfach nicht bezahlen, wenn die irgendwas wollen. Ja, also wir wurden jetzt gerade zu so einer Frau, die Kaffee verkauft, mitgenommen und war alles ganz cool, ganz schön. Sie hat uns jetzt gezeigt, wie der Kaffee entsteht und alles. Aber natürlich wollte sie am Ende uns Kaffee verkaufen. Also ja, deshalb immer, wenn jemand versucht, euch hier abzuholen, es ist manchmal gar nicht so leicht rauszuholen, was sie von einem wollen. Wohin sie einen jetzt genau bringen. Genau. Manchmal kann es zwar ganz interessant sein, aber man sollte davon ausgehen, dass sie halt überreden wollen, dass du was und bezahlt. dass du am Ende halt irgendwas kaufen sollst. Genau. Also uns wurde zum Beispiel gezeigt, es gibt ein Tier, das den Kaffee isst und wieder ausscheidet. Daraus wird sehr, sehr teurer Kaffee gemacht. Dass wir dann den Kaffee halt mal probieren. Ja. Aber sehr verrückt. Aber es nimmt einem auch niemand übel, wenn man dann sagt, nee, man möchte nicht und man geht. Also wir haben jetzt auch nichts Böses dahinter Nein gehört. sagen zu können. Ja. Ein Knab, ein Roswinstein, Roswin auf der Heiden. Daran, dass die Leute einen irgendwo hinbringen wollen, merkt man, dass Yogyakarta bei Touristen recht beliebt ist. Dies fällt bei den typischen Sehenswürdigkeiten auf. Wenn ihr an einem Rollerparkplatz parkt, merkt euch gut euren Roller, denn die stellen hier einfach die Roller um. Wenn du schlecht stehst oder die irgendwie Platz brauchen, stellen sie ihn einfach irgendwo anders hin. Die standen hier gerade verzweifelt ein paar Minuten und haben gesucht. Wir gehen jetzt in einem Local-Restaurant essen. Die sind günstig und meist sehr gut. Guten Appetit! Dieser Fisch ist so lecker. Einfach frittierter Fisch wie so eine Eierteigpanade. Geil. Aber die ist einfach zu essen. Wir fahren jetzt weiter ins Altstadtviertel Kotagede, wo wir eine Grabstätte besuchen. Diese war ganz schön anzuschauen, für uns aber definitiv kein Muss in Jogja. Am Abend wollen wir uns ein Schattenpuppentheater anschauen. Da dieses heute aber nicht läuft, entscheiden wir uns für ein anderes Programm.
Wir waren jetzt gerade im Theater, kann man fast sagen. Genau. Und zwar waren wir im Museum Sonobudoyo. Das ist hier direkt in der Innenstadt. Wir waren hier in einem Maskentheater und war super. Also wirklich, können wir nur jedem empfehlen. Für wenig Geld, also wir haben 50.000 Rupien pro Person bezahlt. Das ist echt nicht viel. Auf jeden Fall einfach so ein traditionelles Programm hier mal zu erleben. Echt cool. Ja. Dieses Programm war auch deutlich lebhafter als im Palast. Wir haben hier ein paar echt coole Leute aus Frankreich getroffen. Ah, Frankreich? Yeah, friends? Frankreich. Yeah. Mega cool. Cheers. Yeah, just say cheers. Wir checken jetzt gleich aus, hier im Duta Guesthouse. Und heute Nacht geht's dann nach Madang zum Bromo. So ist es. Der Bromo ist ein aktiver Vulkan, den man eigenständig besteigen kann. Das solltet ihr nicht verpassen. Jetzt heißt es aber erstmal Zeit überbrücken, bis der Zug fährt. Also ich war gerade beim Friseur. Hat einfach 90.000 gekostet, was einfach lächerlich wenig ist. Also wenn man es mit zu deutschen Verhältnissen vergleicht. Und es sieht echt gut aus, muss ich sagen. Wir verbringen die nächsten Stunden in McDonald's, weil wir hier gutes WLAN haben und unsere weitere Reise hier gut planen können. Hier auf der Malioboro Street ist ein kleines Horrorhaus. Richtig gut. Richtig gut. Für gerade mal 35.000 pro Person, was wirklich nichts ist. Da sind so viele Schauspieler drin in diesem Horrorhaus. In jedem Raum lebt irgendwas. Ja, und die verfolgen einen, das ist richtig gut gemacht. Ja. Also wirklich. Es ist kurz, es ist explosiv, aber es ist richtig gut. Also mein Puls war die ganze Zeit, ich weiß nicht, 130 oder so. Checkt das definitiv aus auf der Malioboro Street, das Horrorhaus. Man kann es nicht verfehlen, wenn man einmal hoch und runter läuft, definitiv. Man sieht es eigentlich schon von weitem. Am späten Abend fährt dann unser Zug Richtung Bromo. Zunächst zeigen wir euch jedoch in den nächsten Videos die absoluten Highlights von Yogyakarta. Die zwei großen Tempel Prambanan und Borobudur. Der Grund, warum die meisten nach Yogyakarta kommen.